Hallo zu einem neuen Video. Heute geht es um Enmi Acryllic-Marker bzw. generell Acrylmarker. Von Enmi habe ich mir das Set mit den 80 Farben gekauft. Das Set sieht man hier gerade im Hintergrund. Und dabei ist auch so eine Farbkarte. Da habe ich natürlich mir das nicht nehmen lassen und alle schon mal bemalt. Und hier man sieht, wie wunderschön die Pastellfarben sind. Also die finde ich wirklich herrlich. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Was man auch sieht, ist, es gibt super viele Grüntöne. Ich denke, weil das vermutlich für Naturlandschaften viel verwendet wird. Rottöne gibt es ja auch ein bisschen, aber auch da im Vergleich zu Artx vermisse ich ein bisschen super dunkle Farben, wie zum Beispiel ein sehr dunkles Rot. Aber grundsätzlich war ich neugierig drauf und ja, schauen wir uns das Ganze mal an mit einem Artwork, wo ich dann die verwende zum Kolorieren. Ich werde dazu mein Storybook für Pocket Witch nutzen. Also hier links habe ich eine Skizze vorbereitet, das meinen Charakter Lumiel zeigt. Das habe ich mit Bleistift gezeichnet, also hier ein bisschen im Close-Up. Es ist mehr so Chibi-artig, aber ich mag diesen Stil wahrscheinlich öfters verwenden für Pocket Witch. Doch in dem Video geht es ausnahmsweise mal nicht um Pocket Witch, sondern um das Thema Acryl bzw. Acrylmarker. Also starten wir mal mit der Koloration. Auf Acrylmarker allgemein bin ich erst Ende 2024 gekommen. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo es auch auf YouTube super viele Videos gab, vor allem von den Artx Acrylmarkern. Damals wusste ich noch nicht so richtig, ob das was für mich ist. Ich wollte irgendwie schon immer etwas in Richtung Gouache oder Acryl machen. Ich habe nur extrem viel Respekt vor diesem Medium, weil es nicht sehr einfach ist zum Handhaben. Allerdings hat man mehr Vorteile als Nachteile, also je nachdem, es kommt immer drauf an, was man halt lieber mag. Was ich besonders gerne mag an Acryl oder Gouache, also Gouache finde ich immer noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube sogar, dass Acryl leichter zu handhaben ist als Gouache. Zumindest tue ich mir mittlerweile, würde ich sagen, leichter mit Acryl. Aber auch da war ein bisschen ein längerer Weg. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich so richtig dieses Medium raus habe. Vor allem auch, was so Übergänge angeht. Hier im Hintergrund verwende ich einen Pinsel zum Beispiel für so Verläufe. Zumindest versuche ich das in dem Fall. Hier habe ich auch, das sieht man nur nicht im Bild, im Hintergrund noch so ein Wässerchen stehen, wo ich den Pinsel mal immer befeuchtet habe und versucht habe, damit Verläufe etwas mehr zu machen. Bei den Augen ist es mir auch dann ganz gut gelungen. Ich glaube, das liegt daran, weil das eher eine kleinere Fläche ist. Später dann bei den Strümpfen da oder generell dann, wenn es zu diesen orangenen Flächen kommt, da ist mir dann schon eher aufgefallen, okay, man darf nicht zu viel Wasser nehmen. Der Pinsel sollte wirklich nur nass sein, aber man sollte nicht zu viel Wasser aufnehmen, weil dann die Verläufe nicht mehr so schön funktionieren. Allgemein auch Verläufe, also ich zeichne im Hintergrund ja meinen neuesten OC, das ist Lumiel. Lumiel hat einen Farbverlauf eigentlich in den Haaren, sie hat dunkle Spitzen und sonst so hellviolette Haare. Das ist mir recht schwer gefallen und man ist auch gerade bei Markern, also bei Acrylmarkern beschränkt, je nachdem welche Farben man hat. So richtig mischen kann man zwar theoretisch ein bisschen, wenn man die Farben übereinander legt, also stapelt, so ein bisschen Farbmischen ist möglich, solange die Farbe noch etwas nass ist. Aber so grundlegende Farben, wie zum Beispiel bei dem Violett, da war ich auf das angewiesen, was ich halt eben hatte. Und das ist eher ein kühleres Violett und für ihre Haare hätte ich doch gerne ein etwas wärmeres Lila. Ich habe mich mit dem zufrieden gegeben, was ich habe, finde das Ergebnis auch in Ordnung, aber grundsätzlich ist das ein bisschen schade, weil die Farben limitiert sind. Obwohl es 80 Farben sind, habe ich trotzdem das Gefühl, mir fehlt es hier ein bisschen an einigen Farben. Ist aber nicht nur auf dieser Marke Enmi, sondern das betrifft auch die Artx Farben. Aber ja, so ist das normal. Also zu den Verläufen, hier habe ich mich relativ ausprobiert mit dem Pinsel und habe versucht, das ein bisschen hinzubekommen. Ich war nicht so happy mit den Haaren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es dann auch einen Punkt, wo ich dann ein bisschen genervt war sogar davon. Und dann habe ich aufgehört, erstmal an den Haaren weiterzumachen. Aber das ist das Schöne irgendwie. Also das wäre jetzt wieder ein Punkt, den ich an Acrylmarkern voll mag. Nicht, dass man das nicht mit anderen Medien auch machen kann. Aber gerade da bei Acryl habe ich das Gefühl, da mache ich lieber kreuz und quer. Also da mache ich mal diese eine Farbe, wenn mich die jetzt gerade nicht freut, nehme ich mir vielleicht irgendeinen anderen Farbbereich des Bildes vor und koloriere den und genau das habe ich dann auch gemacht. Generell habe ich super viel Spaß
Sache mit Acrylmarkern. Ein großer Grund ist auch, dass ich keine Outlines mit Multilinern davor ziehe, was ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt raten würde, weil Acrylmarker sind ja deckend, also wenn man sich dann die Mühe macht, extra Outlines zu ziehen und dann geht man mit den Acrylmarkern drüber, muss man spätestens am Schluss ja sowieso nochmal die Outlines nachziehen, je nach Stilsache natürlich, aber um mir das zu ersparen, reicht die Skizze und dann geht's auch schon los mit der Farbe. Auch dadurch habe ich das Gefühl, es geht viel schneller. Es geht viel schneller mit dem Spaß. Jeder mag natürlich unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel mir macht die Skizze macht mir viel Spaß. Die Outlines zum Beispiel ziehe ich gar nicht gerne. Also nicht bevor die Koloration nicht da ist, aber es gehört dazu. Also wenn ich mit Copics koloriere oder mit Aquarell, dann ziehe ich auch die Outlines. Aber das, was ich so mag an Acryl oder Gouache ist, ich mache die Skizze und danach geht's gleich los mit der Koloration. Bei der Zeichnung im Hintergrund bin ich jetzt schon bei dem orangenen Teil angelangt. Da habe ich auch wirklich viel diesen Pinsel verwendet und immer noch mit etwas zu viel Wasser. Später dann dachte ich mir, okay, so viel brauche ich diesen Pinsel gar nicht. In Wahrheit würde ich es sowieso am liebsten mögen, gar keinen Pinsel oder andere Hilfsmittel zu brauchen. Vor allem auch da jetzt eben dann gleich bei diesen Strümpfen, da wird das ein bisschen streaky, weil ich eben zu viel Wasser verwendet habe. Und da werde ich noch schauen, wie ich es dann für mich langfristig machen möchte. Ob ich jetzt den Finger verwende zum Wischen, weil ich habe gesehen, das machen auch einige, die mit diesem Medium arbeiten, die mit Acrylmarkern arbeiten. Ob ich etwas anderes zum Wischen nutze, ob ich die Marker selbst einfach verwende und immer wieder verblende mit den Markern, es mit den Markern versuche oder ob ich dann doch eine ganz andere Methode finde oder vielleicht auch gar auf Verblendungen verzichte. Das ist aber grundsätzlich auch etwas, das ich sehr mag. Es fühlt sich an wie ganz am Anfang, als ich mit dem Zeichnen angefangen habe oder als ich das erste Mal Copics verwendet habe. Ich liebe diesen Work-in-Progress-Teil, weil alles ist noch so spannend und aufregend. Man weiß nicht so recht, wie das finale Bild dann aussehen wird. Man entdeckt immer wieder neue Dinge, entweder weil man sie bei anderen gesehen hat, also ich schaue mir super gerne andere Zeichner auf YouTube an, die auch mit Markern arbeiten oder mit Acryl oder wie auch immer, was mich gerade interessiert und ich finde das einfach allgemein super inspirierend. Ich habe interessanterweise auch zuletzt öfters Fragen bekommen zum Thema Zeichenvideos aufnehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr zeichnet und ihr habt Lust auch mal YouTube-Videos zu machen, go for it! Ich würde mich extrem freuen. Also wenn ihr einen YouTube-Kanal habt oder demnächst habt, lasst es mich wissen. Ich schaue wirklich wahnsinnig gerne vorbei und ja, ich würde mich freuen, dass wir hier mehr werden, weil ich glaube, gerade in der deutschen Zeichenszene sind noch nicht so viele YouTube-Kanäle da. Gut, zurück zum eigentlichen Thema. Acrylmarker. Die NME sind die zweite Marke an Acrylmarkern, die ich generell verwende. Im Vergleich, also ich kann sie nur vergleichen mit den Artx Acrylmarkern. Die Artx Acrylmarker habe ich schon öfters verwendet und ich bin auch schon sicherer damit. Im Vergleich zu denen finde ich, sind die NME ein bisschen mehr juicy, also der Tintenfluss ist etwas besser, also ich will nicht sagen besser, sondern ich habe das Gefühl, es ist mehr Farbe dann auf dem Papier als bei den Artx. Liegt vor allem aber daran, dass die NME haben so eine Kugel, die innerhalb des Stiftes sind und man sollte die Stifte auch, bevor man sie verwendet, jedes Mal schütteln, damit man die Farbe aktiviert und damit dieser Tintenfluss natürlich auch besser ist. Das hat man bei den Artx nicht. Das merkt man auch ein bisschen im Auftrag. Ich muss aber jetzt sagen, ich finde jetzt weder das eine noch das andere besser oder schlechter. Bei den Artx habe ich das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, weil die Artx habe ich natürlich jetzt schon auch mehr und öfters verwendet, habe ich das Gefühl, dass ich da etwas mehr Kontrolle habe. Zumindest mag ich den Auftrag sehr gerne, aber ich mag auch dieses Juicige von den NME. Ich muss erst noch schauen. Ich muss die NME noch öfters verwenden, um das genauer sagen zu können. Im Hintergrund ziehe ich übrigens gerade die Outlines und zwar auch mit einer Methode, die ich mir abgesehen habe. Ich habe mir einen kleinen feinen Pinsel genommen und die Farbe vom Marker selbst bei der Spitze mir aufgenommen, um dann Farbe auf dem Pinsel zu haben, um damit dann die Konturen zu zeichnen, also die Outlines. Das hat ganz gut funktioniert. Ich musste natürlich alle paar
ja, alle paar Striche musste ich neue Farbe aufnehmen. Das hat auch ein bisschen die Pinselspitze ausgetrocknet dann vom Marker. Je länger man die halt wahrscheinlich offen hat und je mehr Farbe man von der abzapft, wie so ein kleiner Blutsauger. Da habe ich mir dann später geholfen und den Marker wieder ein bisschen auf der Seite dann benutzt. Das merkt man dann später nachher noch. Und damit der Farbauftrag oder damit die Farbe wieder weiter aufgenommen werden konnte, um diesen Austrocknungsprozess der Spitze ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, ich habe da ein bisschen gemixt, also mal die Outlines mit den Acrylmarkern gemacht, beziehungsweise mit dem Pinsel, und die schwarzen Teile habe ich mit einem Multiliner nachgezogen. Ich finde das eigentlich ziemlich schön, wenn die Outlines bunt sind, also schön farbige Outlines. Mag ich mehr als schwarz. Ich bin nur meistens zu faul dafür, mir Mühe zu geben und die Outlines auch in Farbe zu machen, aber wenn ich mir das aussuchen kann und ich bin gerade fleißig, dann würde ich immer farbige Outlines den schwarzen vorziehen, einfach weil es viel besser wirkt. Ich möchte mir übrigens auch von Uhuhu die Acrylmarker irgendwann besorgen, weil mich interessiert, wie die sind. Generell bin ich halt total auf den Geschmack gekommen, was Acrylmarker angeht. Acrylmarker sind auch super, wenn ich auf der Couch zum Beispiel zeichne. Also meistens, gerade nach der Arbeit im Moment, mag ich das total. Ich setze mich auf die Couch, lasse irgendwas im Fernsehen laufen und währenddessen kritzle ich in mein Sketchbook oder in irgendeins davon. Und zum Kolorieren verwende ich dann die Marker. Das ist herrlich, das patzt nicht, das ist schön, mir gefällt das Ergebnis, es geht halbwegs schnell. Also ich habe immer noch den Eindruck, ich bin doch relativ schnell unterwegs mit diesen Markern. Ich brauche aktuell im Schnitt zwischen 4 bis 5, maximal 6 Stunden. Also länger dauern die Bilder, die ich mit Acryl mache, eigentlich nicht. Und wenn ich jetzt an eine Kakaokarte zum Beispiel denke, für die brauche ich genauso lang und die ist zum Teil um das Dreifache kleiner. Ja, also ich finde das schon ziemlich cool. Allgemein mag ich das. So habe ich das Gefühl, ich kann ein Bild fertig machen, also wirklich an einem Stück daran arbeiten oder maximal splitten auf 2 Tage. Also wer mich kennt, ich liebe es wirklich, wirklich sehr, wenn ich mich hinsetzen kann und ich zeichne, bis das Bild fertig ist, bis die Zeichnung von Anfang an bis zum Ende an einem Tag eben entstanden ist. Das gefällt mir am besten. Da habe ich nämlich die Entspannung, ich kann mich ja immer sehr entspannen beim Zeichnen, darum mache ich das auch gerne. Und am Ende kann ich mich auch über ein fertiges Bild freuen. Acrylmarker kann ich definitiv nicht mehr wegdenken. Das wird ein fester Bestandteil oder ist eigentlich schon ein fester Bestandteil, gerade für meine Sketchbooks. Also die haben generell meine Sketchbooks eingenommen. Wenn ich zeichne im Moment, dann ist es hauptsächlich mit diesen Acrylmarkern. Ich mag diesen soften Finish, diesen matten Finish, ich kann es nicht beschreiben. Also ich mag einfach auch, wie es am Ende aussieht. Es ist so simpel. Also die Bilder wirken ein bisschen simpler. Sie sind nicht zu detailliert, weil wenn ich zum Beispiel nicht mit diesen Markern arbeite, habe ich das Gefühl, neige ich zu Details und die Details ziehen das dann ein bisschen in die Länge und bei den Acrylmarkern habe ich das Gefühl, ich kann spielen. Das ist für mich Spielwiese. Ich möchte aber auch generell mit Acryl etwas mehr malen oder auch Gouache. Also ich habe mir vor kurzem Himi Gouache gekauft. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Die möchte ich aber bald ausprobieren. Ob ich dazu ein Video mache, weiß ich noch nicht. Eventuell schon, eventuell nicht. Das sehe ich dann. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich kann mich gerade nicht retten vor Auswahl und ich finde alles toll. Es ist so schön, wenn man sich nicht nur auf ein Medium beschränkt. Ich habe nämlich auch mal wieder Lust auf Aquarell zum Beispiel oder Copics oder vielleicht auch mal wieder ein Rasterfolienbild. Vielleicht auch einfach wieder digital. Also mich freut gerade alles. Alles. Also ich liebe die Zeit gerade. Ich habe so viel Spaß am Zeichnen. Ich hoffe, das geht so schnell nicht weg und ein großer Teil davon ist tatsächlich auch dieses Medium Acrylmarker, Acryl, Gouache, weil ich das, was ich nicht mag, diese Outlines zu ziehen, kann ich einfach skippen und das ist toll. Aber ich möchte mich halt nicht nur auf eins festlegen, weil ich finde alles toll. Ich bin ja neugierig, wann ich dann wirklich noch Öl ausprobiere, weil ich glaube, Öl ist so ziemlich das Einzige, was mir fehlt.
Pastell habe ich zum Beispiel auch zu Hause. Da habe ich früher mehr damit gemacht mit Pastell. Also ich habe so Pastellkreide, Ölkreide habe ich auch zu Hause. Aber das war nicht so ganz meins. Buntstifte zum Beispiel mag ich nicht so. Buntstifte finde ich anstrengend. Also ja, aber ich kann sagen, das habe ich auch hinter mir, habe ich mal ausprobiert. Also ich meine, für die Koloration Buntstifte verwende ich ja grundsätzlich sehr viel, hauptsächlich für Outlines oder eventuell auch kleine Details. Aber jetzt ein Bild nur mit Buntstiften kolorieren brauche ich nicht. Will ich nicht unbedingt. Für mein Story-Sketchbook eventuell schon. So für Konzeptsachen, Konzeptart, ja. Aber gut, das Bild ist fertig. Und ja, mir gehen auch schon die Ideen aus, was ich noch zu den Acrylmarkern sagen soll, außer dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich das definitiv öfters machen werde, mehr mit Acrylmarkern zu kolorieren. Hier auch nochmal ein Close-up von Lumi, meinem OC. Ich hoffe auch hier wieder, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ihr allgemein Videovorschläge habt, lasst es mich wissen. Ich freue mich natürlich allgemein über euer Feedback, Kommentare oder auch Likes oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!